In unserer letzten Folge sind wir zu dritt tief in der Wüste Gobi gefahren und haben eine Woche lang abenteuerliche Momente erlebt und Highlights besucht. Falls ihr das Video verpasst habt, schaut gerne auf unseren Kanal, dort findet ihr das Video über die Gobi-Abenteuer. Am besten schaut ihr euch die ganze Videoserie über die Mongolei an, so bekommt ihr einen guten Überblick über das wunderschöne Land. In diesem Video fahren wir wieder zu zweit weiter und verbringen die letzten Tage in der Mongolei, bevor wir nach Russland weiterreisen. Wir starten vom Zeltplatz, wo wir das letzte Mal zu dritt übernachtet haben, und fahren erstmal nach Avaykir. Von dort nehmen wir die Asphaltstraße nach Bayangkongor und wollen dann eine Abkürzung nach Uliastai nehmen. Der erste Versuch klappt nicht, wir verfahren uns und stürzen auf dem Sand, aber beim zweiten Versuch klappt es und wir erreichen dann doch Uliastai. Ab Uliastai gab es eine abenteuerliche Umleitung, dann schlafen wir in einer Jurte am See, besuchen die ehemalige Hauptstadt des mongolischen Reiches Karkorin und kommen schließlich in der Hauptstadt Ulaanbaatar an, wo wir eine Pause einlegen, bevor wir dann weiter nach Norden Richtung Russland fahren. In knapp 2 Wochen sind wir etwa 2500 Kilometer gefahren und haben natürlich einiges erlebt, bleibt also bis zum Schluss dabei. Der letzte Tag zu dritt beginnt sehr früh, vor dem Sonnenaufgang, aber wir verquatschen uns beim Frühstücken und fahren doch spät los. Das ist kein Wunder, denn es waren die letzten Stunden mit Oliver zusammen. Bald werden sich unsere Wege trennen. Wir fahren gleich ins nächste Dorf und verabschieden uns kurz und schmerzlos. Was wir mit Oliver zusammen in der Gobi erlebt haben, seht ihr, wie gesagt, in unserem letzten Video. Unser Tagesziel für heute war Avaykir, etwa 170 Kilometer zu fahren. Alles nicht asphaltierte Wege. Das allein ist gar nicht schlimm und macht sogar Spaß. Wir hoffen nur, dass wir uns nicht nochmal so orientierungslos verfahren. Gleich im ersten Dorf, wo wir uns von Oliver trennen, tanken wir voll und kaufen uns etwas Proviant für unterwegs. Das Wetter war super, sehr warm, die Wege waren ganz okay und wir mussten ein paar sandige Passagen durchqueren oder mal einen Fluss. Aber im Großen und Ganzen sind wir gut vorangekommen. Wir sehen viele Kamele, denn wir sind ja noch in der Wüste Gobi. Das wird sich später ändern. Hohe Berge statt Wüste, Yaks statt Kamele und Frost statt Hitze. Wir sind an diesem Tag nicht sonderlich viel gefahren, aber der Weg war doch irgendwie mühsam mit so viel Wellblech und viel Staub. Am Nachmittag waren wir bereits ausgelaugt und sehnten uns schon nach einem Hotel mit Dusche in Avaykir. Beim ersten Hotel wollten sie uns seltsamerweise das Duschen verbieten, das konnten wir nicht akzeptieren, und dann gingen wir zum nächsten Hotel gleich nebenan, wo schließlich alles gut klappte. Am nächsten Morgen nehmen wir einfach die gut asphaltierte Straße nach Westen Richtung Bayangkongor bzw. Altai. Bis Altai werden wir es bestimmt nicht schaffen, denn es sind knapp 600 Kilometer. Wir wollen aber auf jeden Fall Bayangkongor passieren und dann irgendwo zelten. Gleich in der Früh besuchen wir ein Pferdedenkmal mit berühmten mongolischen Pferden, das mitten in der Pampa gebaut wurde. Auch der Name der Stadt Avaykir stammt von einem berühmten Pferd, das ein wichtiges Rennen gewonnen hat. Für Pferdeliebhaber bestimmt interessant. Wir drehen aber schon mal die Gebetsmühle, um weiterhin viel Glück unterwegs zu haben. Wir fahren dann ein gutes Stück weiter,
Die Straße war super und machen dann Mittagspause an einem Rastplatz. Es ist leider etwas windig, so müssen wir unsere Kocher hinter der Mauer verstecken. Mit unseren in der Stadt gekauften Lebensmitteln kochen wir uns was Einfaches zum Essen. Wir fahren weiter Richtung Westen. Die Straße ist weiterhin gut, die Landschaft ziemlich flach. Auf einer unbefestigten Umleitung treffen wir einen Spanier, der alleine unterwegs ist. Er bewundert unsere leichten Motorräder und beschwert sich über seine KTM, bei der er schon 3-mal die Benzinpumpe unterwegs austauschen musste. Wir wünschen ihm auf jeden Fall gute Reise und fahren gleich nach Bayankhongor weiter. Bei der Bezahlstation müssen wir diesmal nichts zahlen und dürfen gleich weiterfahren. In der Stadt angekommen, kaufen wir nur Kleinigkeiten und tanken wieder voll, und weil es noch zu früh war zum Übernachten, fahren wir gleich weiter. Hier waren wir schon mal, als wir Oliver getroffen haben. Wir kannten also die Straße ab hier bis Altai, und so wussten wir auch, wo die Asphaltstraße ungefähr aufhört, und wollten so weit wie möglich kommen und dann irgendwo in der Pampa zelten. Genauso haben wir es gemacht. Als die Zeit gekommen war, fuhren wir einfach von der Straße runter und zwischen einige Hügel finden wir einen passenden Zeltplatz. Wie immer war es uns wichtig, nicht von der Straße gesehen zu werden. In der Ferne sahen wir einige Jurten und wir haben ab und zu Mopeds gehört, die normalerweise zwischen den Jurten hin und her fahren, aber zum Glück hat uns niemanden entdeckt. Als erstes bauen wir nicht das Zelt auf, sondern machen wir uns was zum Essen, mit den Lebensmitteln, die wir vorher gekauft haben. Wir genießen das Abendessen und die absolute Ruhe. Es war zwar bewölkt und warm, aber es sah nicht nach Regen aus. Wir sollten Glück haben. Als es spät wird, bauen wir das Zelt auf. Genau wie bei der Morgenroutine wissen wir beide, was zu tun ist und müssen nicht darum diskutieren, wer was zu tun hat. Mein Kamel darf natürlich auch mit rein. Bevor es aber ganz dunkel wird, gehen wir dann ins Zelt und genießen eine ruhige Nacht. Am nächsten Morgen bauen wir als erstes das Zelt ab und frühstücken dann in Ruhe. Irgendwann ist das ganze Zeug dann an seinem Platz verstaut und wir können losfahren. Wir düsen erstmal durch die Wüste, bis wir die Asphaltstraße erreichen. Nur noch wenige Kilometer und der Asphalt hört wieder auf. Die neue Straße ist noch nicht fertig. Wir sind diese Straße ja in die andere Richtung von Altai nach Bayankhongor schon mal gefahren und da haben wir bereits erklärt, dass die Chinesen hier stark Infrastrukturprojekte investieren und das Ganze besorgt die Mongolen. Zu Recht. Wir wollen nicht die ganze Strecke nochmal fahren, sondern nur bis Buzagan und von dort eine Abkürzung nach Uliastai nehmen. Als wir aber auf der sandigen Piste angekommen sind, überlegen wir uns, schon vor dem Dorf Buzagan eine Abkürzung nach Bayan Bulak zu nehmen. Denn viel schlechter als dieser Weg kann sie ja nicht sein. Wir nehmen also die Abkürzung und fahren ein gutes Stück. Am Anfang geht es gut, der Untergrund ist teils fest, teils sandig, aber es scheint ganz gut zu klappen. Aber später verschlechtert sich der Weg und es wird sehr sandig. Manchmal sind nur noch 2 Spuren zu sehen. Er scheint nicht sonderlich befahren zu sein und wir sind gar nicht mehr so sicher, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wir erreichen ein Jurtenlager und versuchen die Nomaden nach dem Weg zu fragen. Das ist gar nicht so einfach, denn die Nomadenfrau zeigt in die Richtung, in die wir hinwollen und sie sagt irgendwas, aber wir verstehen gar nichts, nicht mal Zeichensprache. Da hätte uns vielleicht ein Tipp, den wir im Nachhinein bekommen haben, geholfen. Das heißt nämlich, dass man bei Fragen nach dem Weg auf den Zeigefinger achten muss. Denn je nachdem, ob der Finger gebogen ist oder ausgestreckt, heißt es, dass der Ort relativ nah oder sehr weit entfernt ist. Die Nomadenfrauen sind aber sehr nett und schenken uns etwas Käse. Wir versuchen weiterzukommen, aber es wird immer schlimmer und wir stürzen einige Male. Die Erinnerung aus der Südgobi, wo wir an einem ganzen Tag durch Flussbetten gefahren sind, war noch frisch in unseren Köpfen und das wollten wir jetzt nicht unbedingt nochmal wiederholen. Wir fahren also zurück, stürzen aber noch ein paar Mal und nehmen dann den richtigen Weg, ohne Abkürzung. Im Ort Buzagan tanken wir voll und fahren gleich weiter Richtung Bayan Bulak. Wir haben heute gar keine Mittagspause wegen der Abkürzung gemacht und jetzt ist es schon abends und wir sind ziemlich fertig. Obwohl die Landschaft relativ flach ist, finden wir hinter einem kleinen Hügel einen guten Zeltplatz, sodass wir wieder nicht von der Straße zu sehen sind. Wie immer, wir kümmern uns erst ums Abendessen und später bauen wir das Zelt auf und gehen schlafen. Die Nacht war mal wieder sehr ruhig und wir konnten gut schlafen. Wir frühstückten schnell und räumten unser Zeug weg.
Das Wetter ist super, schön warm, fast kein Wind. Wir kommen ziemlich früh weg, sodass wir im nächsten Dorf zu früh ankommen. Es ist noch alles zu und die Kinder sind noch nicht in der Schule. Nur die Hunde sind schon wach und nehmen uns in Empfang. Wir warten aber trotzdem ein bisschen, bis jemand den ersten Laden aufmacht, denn wir brauchen wieder Wasser und was zum Essen. Das klappt auch irgendwann und wir fahren weiter nach Bayan Bulag. Die Landschaft ist jetzt hügelig und der Untergrund fest. Den nächsten Ovo umrunden wir nach Fortschritt, um unterwegs mehr Glück zu haben und damit wir nicht in ein sandiges Flussbett versinken. Was es mit den Ovos auf sich hat, haben wir im letzten Video erklärt. Wir fahren ein gutes Stück, die Hügel werden jetzt Berge und es ist Zeit für eine Mittagspause. Wir freuen uns auf ein warmes Mittagessen. Obwohl wir weg von der Straße sind, hält trotzdem ein Auto mit einer mongolischen Familie an und alle kommen zu uns rüber und schauen, was wir da so treiben. Die Mongolen sind sehr neugierig, was für manche Ausländer unangenehm sein kann, aber die meinen es überhaupt nicht böse. Uns ist in der Mongolei immer wieder aufgefallen, dass wir Fragen über das Land und deren Bewohner haben, für die wir aber keine Antworten finden. Leider ist Mongolisch mit keiner Sprache, die wir konnten, verwandt, sodass wir uns überhaupt nicht mit den Einheimischen verständigen konnten. So konnten wir keine Antwort finden auf Fragen wie zum Beispiel, was bedeutet Reichtum für die Mongolen oder worauf sind sie stolz oder wovor haben sie Angst oder was ist der Sinn des Lebens aus der mongolischen Sicht. Als wir an diesem Video arbeiteten, ist uns eingefallen, dass wir Klaus Hübner aus Österreich kennen, der mit einer Mongolin verheiratet ist und sehr oft in der Mongolei war, was wir in seinen Videos immer gern angesehen haben. Wir haben ihm um Hilfe gebeten, unsere Fragen zu beantworten und wir werden im Laufe dieses Videos einige interessante Fakten über die Mongolei erzählen. Vielen Dank an dieser Stelle an Klaus für die Hilfe. Als erstes fragten wir uns, wie sind die Mongolen so als Menschen? Wir konnten sie nicht richtig einschätzen, denn wir haben bis jetzt nur wenig mit Einheimischen zu tun. Es ist das Land mit der niedrigsten Bevölkerungsdichte und konnten kein Wort verstehen, was sie sagten. Klaus meint, es ist unterschiedlich, ob sie in der Hauptstadt leben, wo übrigens die Hälfte der über 3 Millionen Einwohner lebt, oder auf dem Land, wo die Menschen sehr verteilt als Nomaden leben. Aber insgesamt sind sie lustige Menschen, die gerne Spaß und Blödsinn machen, helfen gerne und sind sehr neugierig. All das können wir bestätigen. Zum Beispiel haben wir in unserem letzten Video gezeigt, wie der junge Mongole mit Olivers BMW abgehauen ist. Das war echt lustig, wenn auch erst im Nachhinein. Inzwischen hat sich das Wetter geändert und einige dicke Wolken waren zu sehen. Mal schauen, ob wir heute trocken bleiben. Wir fahren weiter, die Landschaft ist sehr schön, man sieht sehr weit, kein einziger Strommast oder sonst was, nur ab und zu eine Jurte oder Tiere verstreut. Es sieht alles sehr stimmig und natürlich aus. Leider wird das Wetter nicht besser, es wurde kälter, windiger und es sieht richtig nach Gewitter aus. Es ist schon Nachmittag und wir kommen gerade im Dorf Otgon an. Es war gar nicht geplant, hier zu übernachten, aber auf Zelten bei Sturm haben wir wirklich keinen Bock. Das Dorf ist sehr klein, aber wir finden doch ein Zimmer für uns. Also, es ist gar nicht so einfach, zur Toilette zu gehen. Die Frau hat uns nicht ganz verstanden oder gar nicht verstanden, als wir danach gefragt haben, wie das funktionieren soll, weil die Toilette ist draußen im Hof, aber wir kommen nicht in den Hof, weil die Tür abgesperrt ist. Also musste ich durch das Fenster krabbeln. Keine Ahnung, ob ich was falsch gemacht habe. Wir sind gerade in Otgon. Wir haben ein Zimmer genommen, weil es sehr, sehr windig war, weil eigentlich hätten wir lieber gezeltet. Es ist ganz, ganz, ganz einfach, also nur Betten. Auch nicht unbedingt super sauber, aber voll okay für eine Nacht. Wie viel kostet es? Es kostet 20.000 für uns beide zusammen. Das sind ungefähr 7 Euro, etwas weniger als 7 Euro zu zweit. Später kommen noch ein paar Gäste, die nehmen aber die Jurte im Hof. Das Gewitter bleibt aus, nur ein paar Tropfen kommen runter, aber der Abendhimmel wirkt bizarr.
Am nächsten Morgen fahren wir früh los, ohne zu frühstücken, denn das können wir an einem viel schöneren Ort in der Natur machen. Im verschlafenen Ort finden wir aber doch noch einen Laden, der offen ist, und kaufen uns eine Kleinigkeit zum Essen. Das Wetter ist wieder super, aber sehr kalt, trotz Sonnenschein. Nach einigen Kilometern machen wir Halt an einem Platz mit guter Aussicht und frühstücken dort. Weit verstreut sieht man Tierherden oder Jurten. Das ist sehr schön. Wir essen Brot mit Aufstrich, trinken Kaffee und genießen die Aussicht. Wir fahren dann weiter Richtung Uliastai und schaffen ein gutes Stück. Die Wege sind ganz okay, der Untergrund ist fest. Ab und zu müssen wir einen Bach durchqueren, aber zum Glück ist es hier bergiger und nicht mehr so sandig wie in der Südgobi. Ein ruhiges Tal mit einem Bach, der klares Wasser führt, bietet uns den perfekten Pausenplatz. Mit dem Gemüse, das wir nur ganz schwer bekommen haben, und dem Käse, den wir von den Nomaden bekommen haben, der übrigens sehr lecker war, kochen wir uns ein einfaches Gemüsesüppchen. Mittagspause. An dem wunderschönen Platz mit Fluss, heute kein Wind. Super. Kartoffelsuppe. So, wir räumen jetzt auf und wir machen uns wieder auf den Weg. Wo fahren wir jetzt hin? Uliastai. Was gibt's da? Ein Hotel mit Dusche. Ja, endlich. Wir haben bestimmt eine Stunde Pause gemacht und es ist kein einziges Auto vorbeigefahren. Wir fahren weiter, die Straße ist okay, die Landschaft ist sehr schön. Auf die Frage, was bedeutet Glück für die Mongolen, erfahren wir, dass es ähnlich ist wie bei uns. Nämlich Familie, Kinder, Angeln, mit der Familie aufs Land fahren oder gemeinsam grillen zu können oder auch zu den bedeutendsten Orten der Mongolei reisen zu können. Für die, die als Nomaden leben, bedeutet Glück, auch wenig besitzen zu müssen. Da wir gerade bei Besitz sind, folgt natürlich die Frage, was bedeutet Reichtum für die Mongolen? Wir erfahren, dass es wieder Unterschiede zwischen Stadtbewohnern und Nomaden gibt. Die Stadtbewohner wünschen sich nämlich Autos, einen großen Fernseher, Markenklamotten, eben Luxusgüter. Und die Nomaden sehen Reichtum in vielen Tieren, einer Jurte oder einem Moped. Und natürlich sehen sie sich reich, wenn sie eine große Familie haben, mit der sie Zeit verbringen können. Und wenn sie einen guten Platz für die Jurte haben. Auch wieder sehr interessant. So, wir sind jetzt endlich auf die Mittelroute gelandet. Die Mittelroute fährt von Altai nach Uliastai, also von Süden nach Norden. Und wir haben jetzt 40 Kilometer bis Uliastai. Die Straße ist nicht besser als die weiße, über die wir gekommen sind, obwohl das jetzt eine rote ist. Also darauf kann man sich nicht verlassen in der Mongolei. Genau, und es ist teilweise sandig und viel Wellblech. Und wir fahren die ganze Zeit nur im ersten und zweiten Gang. Wir haben ja in unserem vorletzten Video erklärt, dass es 3 Routen vom Westen bis in die Hauptstadt gibt. Die Mittelroute, auf der wir jetzt gerade fahren, zweigt nach Norden von der Südroute ab und führt durch die Berge und sehr schöne Täler. Ein Teil der Strecke ist nicht asphaltiert, aber wie bereits gesagt, die Mongolen geben sich Mühe und kommen gut voran.
Wir würden behaupten, dass die Strecke nicht anspruchsvoll ist, aber wir haben auch gutes Wetter erwischt. Da waren die Strecken in der Südgobi viel schwieriger mit dem tiefen Sand. Wir sind hier kurz vor Uliastai und müssen gleich über einen Bergpass rüber. Es geht auf über 2500 Meter Höhe. Das ist aber auch kein Wunder, denn überhaupt waren wir auf dem ganzen Weg hierher konstant auf über 2000 Meter Höhe und haben 2500 Meter mehrmals überschritten. Vielleicht deswegen der krasse Temperatursturz. In der Gobi hatten wir teilweise über 30 Grad und hier haben wir am Vormittag gefroren. Mal schauen, wie es später wird. Oben auf dem Berg halten wir kurz an, um Bilder zu machen. Ein Mongole hält auch an und begutachtet wortlos unsere Motorräder. Von dort oben sehen wir die schöne Stadt Uliastai. Wir müssen nur noch runterfahren. Die Stadt Uliastai ist eine Provinzhauptstadt und hat alles, was man so braucht. Es gibt einige Supermärkte, genug Tankstellen und Restaurants, aber auch viele Baustellen. Es werden viele Straßen geteert eben, aber wir finden schnell ein gutes Hotel. Wir gehen nur noch kurz einkaufen, denn es reicht uns für heute. Wir sind ganze 130 Kilometer gefahren, alles Schotterpiste und sind am Abend reif fürs Bett. Am nächsten Morgen wollen wir frühzeitig aus Uliastai losfahren und Richtung Tossozengel fahren. Das wären 180 Kilometer. Aber schon kurz nach dem Start gibt es schon Schwierigkeiten. Einige Mongolen kommen zu uns und rufen jemanden an, der uns auf Englisch die Situation erklärt. Die Straße ist blockiert und wir müssen eine lange Umleitung in Kauf nehmen. Okay, dann mal los, um keine Zeit mehr zu verlieren. Aber wir kommen wieder nicht weit. Irgendwie haben wir heute richtig Pech. Gerade eben war die Straße gesperrt. Das heißt, wir müssen ungefähr 100 Kilometer Umweg machen. Und jetzt haben wir gesehen, dass Samu auch noch einen Platten hat. Hier ist ein Nagel drin. Also heute wird es irgendwie nicht so, wie wir geplant haben. Das ist riesig. Ich habe endlich meinen ersten Platten auf der Reise. Ganz ohne wäre es ja wohl kaum ein Abenteuer gewesen. Die erste Platten auf dieser Reise und überhaupt, seitdem ich Motorrad fahre. Wir tauschen einfach den Schlauch. Den kaputten Schlauch werde ich bei Gelegenheit reparieren. Luft ist noch drin, also es passt. Jetzt haben wir, wie lange haben wir gebraucht? Ungefähr eine Stunde, würde ich sagen. Eine Stunde. Ja. Okay, ja, also doch ein guter Schnitt. Wir düsen dann los und nehmen die Umleitung im Angriff. Auch die großen Busse und LKWs müssen die Umleitung nehmen, es gibt keine andere Möglichkeit. Es geht erstmals durch flache Täler, nur ab und zu sind Tierherden zu sehen. Später werden wir durch hohe Berge fahren. Eine erste kurze, wohlverdiente Kaffeepause machen wir an einem See. Da die Mongolen eine einzigartige Lebensart pflegen, haben wir uns gefragt, was ist der Sinn des Lebens für sie? Von Klaus erfahren wir, dass er von der buddhistischen Religion vorgegeben ist, nämlich die Suche nach der Erfüllung im Leben und die höchste Stufe der Erleuchtung.
Die Schamanen, die es auch gibt, vermitteln das auch ähnlich. Erfüllung wiederum findet der Mongole in seiner Familie. Das Familiensystem ist so ausgelegt, dass man sich in jungen Jahren um die Kinder kümmert. Diese helfen aber auch mit, dass sie gemeinsam was erreichen und im Alter kümmern sich die Kinder um die Eltern. Wenn das klappt, dann ist der Mongole erfüllt. Wir fragen auch nach den Eigenschaften, die den Mongolen wichtig sind. Die Antwort ist Gastfreundschaft, Stärke, Offenheit. Auch wenn letzteres nicht immer funktioniert, weil sie ungern sagen, wenn sie etwas nicht wissen oder können. Aber auch immer zu zeigen, dass man es gut hat. Das können wir uns gut vorstellen, denn wir haben oft Mongolen gesehen, die aus der Jurte herauskamen und ihren Bauch zeigten und streichelten. Damit zeigen sie vermutlich, dass sie es gut haben. Eine weitere Frage war, worauf sind die Mongolen stolz? Da gibt es viel, und zwar auf ihr einzigartiges Land, auf Genghis Khan, dass sie mal das größte Reich waren, auf ihre Tiere, auf den blauen Himmel im Land, auf ihre nationalen Essensgerichte und natürlich, dass sie ein Reitervolk sind, aber auch auf ihre Ringer und vor allem ihre Sumo-Ringer, die vielen Jahre immer gewonnen haben und dass ihr Land so groß ist und die Chinesen wegen ihnen mal die Mauer gebaut haben. Das sind alles großartige Sachen, die Teil der mongolischen Identität sind. Wir sind inzwischen gut vorangekommen und sind über viele hohe Berge gefahren, teilweise über 2500 Meter. Irgendwann haben wir die ganze Umleitung geschafft und wir kamen endlich wieder auf die Asphaltstraße. Wir waren heute viele Stunden auf dem Moped, die Wege waren teilweise schwierig und wir haben wieder keine richtige Mittagspause gemacht. Heute sind wir auf der Umleitung um die 180 Kilometer gefahren und die Strecke bis nach Dosozengel, wo wir heute hin wollten, haben wir nur bis zur Hälfte geschafft. Jetzt ist es Abend und wir sind fertig. Wir fahren einfach wieder von der Straße runter und finden einen guten Zeltplatz. Wir kochen uns was Gutes zum Abendessen, genießen lang die ruhige Abendstimmung und das schöne Licht des Sonnenuntergangs. Später bauen wir uns das Zelt auf und gehen erschöpft, aber glücklich schlafen. Wir schlafen gut, aber am Morgen weckt uns ein Regenschauer. Also abwarten und Tee oder Kaffee trinken. So, guten Morgen. Jetzt hat der Regen aufgehört. Da hinten wird schon blau. Jetzt können wir aufräumen und weiterfahren. Wo fahren wir heute hin? Tariat. Aha, Tariat. Das ist der White Lake. Es hat in der Nacht immer wieder mal geregnet und heute früh ungefähr 2 Stunden. Wir haben jetzt 9 Uhr. Wir müssen das nasse Zelt einpacken, aber da irgendwo ist die Sonne und die Wolken gehen in die Richtung und ja, halbe Stunde oder sogar weniger haben wir Sonne und es wird dann wärmer. Jetzt brauchen wir Tee zum Aufwärmen. Genau, das ist Susi-Kornsammlung. Ja, für schlechte Zeiten. Kommt davon, wenn man durch hohes Gras fährt. So, wir haben jetzt geschafft. Das Zelt ist trocken eingepackt. Die Sonne scheint, die Mopeds laufen schon und wir fahren jetzt gerade los. Wie schon erwähnt, wollen wir heute nach Tariat fahren. Das wären dann 280 Kilometer. Hoffentlich ist alles asphaltiert und wir erwischen keine Umleitung mehr. Die Asphaltstraße, die bald wieder nach Osten führt, ist gut und wir genießen die Fahrt.
Wir machen gut Strecke und für die Mittagspause finden wir einen schönen Platz an einem ruhigen Fluss. Einige Jurten sehen wir in der Nähe und zum ersten Mal in der Mongolei sogar kleine Wälder am Horizont. Wir kochen uns wieder was Einfaches mit dem Gemüse, das wir aufgetrieben haben. Auch die Mongolen lieben das Picknick. Wir haben oft große Familien gesehen, die am Fluss grillen und feiern. Hier sind aber gerade keine. Deswegen ist es hier vielleicht so sauber. Der häufigste Müll in der Steppe sind leider leere Wodkaflaschen. Wir genießen die Ruhe und die Aussicht. Der Fluss fließt weiterhin gemächlich und die Yaks gegenüber gehen ruhig ihrer Lieblingsbeschäftigung nach, nämlich dem Grasen. Wir fahren weiter, die Straße ist wirklich gut und es gibt keinen Verkehr, so kommen wir gut voran. Die Straße führt weiter über einige hohe Berge, die komischerweise nicht asphaltiert waren, aber der Schotterweg war ganz gut befestigt. Oben auf den Bergen gab es natürlich Obus, die wir wieder umrunden, denn Glück kann man immer mal wieder brauchen. Wir finden sogar ein herrenloses Gebetstuch und binden es an ein Moped. Es hat bis nach Hause gut geschützt und es hängt heute im Wohnzimmer. Wie schon erwähnt, wollen wir heute nach Tariat, genauer gesagt zum Terkin Tsagan Lake fahren und dort am See übernachten. Er ist auch als Weißer See bekannt und sehr berühmt für seine Schönheit. Er liegt auf 2600 Meter Höhe und entstand durch eine Eruption eines Vulkans in der Nähe. Wir wollen uns von seiner Schönheit überzeugen lassen und wollen dort eine Nacht verbringen, mal sehen, ob wir was Gutes zum Übernachten finden. Wir erreichen den schönen See und machen kurz Pause. Er ist bezaubernd und seine Lage erinnert an den Songkhul-See in Kirgisistan, außer dass dieser hier über eine asphaltierte Straße zu erreichen ist. Zum Übernachten ist es aber noch viel zu früh und wir fahren in die nächste Ortschaft Tariat, um uns was zu essen zu kaufen und zu tanken. Schon beim Herfahren haben wir ein Jurtencamp ins Auge gefasst und dort fahren wir jetzt hin. Es gibt viele dort, aber wir haben uns einfach für eins entschieden. Der Besitzer bereitet uns schon ein Feuer vor und legt den Holzvorrat dazu. Keine Ahnung, ob es kalt wird, aber Schaden tut's nicht. So, wir sind hier in Tariat angekommen, am Weißen See. Es gibt hier viele Jurtencamps und wir haben einen ausgewählt und eine Jurte genommen. Das ist unsere Hütte. Wir werden heute Abend Feuer machen, weil es ist heute immer noch kalt. Es war nicht mehr als 15 Grad. Das ist unser Holzvorrat. Ich freue mich schon drauf. Und da ist die Susi. Was macht sie da? Tomatensauce für Nudeln. Erstmal Zwiebeln anbraten. Wie immer, egal was wir kochen. In wie viele Läden warst du für diese Zwiebel? In 3 Läden. Waren wir heute früh auch schon einkaufen? Also es Nee, ist heute früh schwierig. nicht. Also andere Sachen von wegen Obst und Gemüse ist echt schwer. Wenn man zum Beispiel Avocado oder, keine Ahnung, Tomaten möchte, das ist fast unmöglich. Aber Zwiebeln gibt es meistens in jedem Dorf, man muss aber schon viel suchen. Also es gibt in kleinen Dörfern, mehrere Läden, eine nebeneinander. Und die bieten mehr oder weniger das Gleiche an. Süßigkeiten, Chips, Wasser, Getränke gibt es immer. Ja. Und eben alles, was man sonst braucht. Die Jurte ist schön dekoriert mit traditionellen Mustern, aber eindeutig für Touristen eingerichtet. Wie eine echte Jurte eingerichtet ist, die von wirklichen Nomaden benutzt wird, haben wir leider nicht gesehen. Das müssen wir nächstes Mal unbedingt nachholen. Wir haben einfache Feldbetten, einen Tisch mit Stühlen und natürlich den Ofen, der nicht fehlen darf. Draußen wird es richtig kalt. Dass wir auf über 2500 Metern Höhe sind, hatten wir damals gar nicht auf dem Schirm. So, der Jurtenbesitzer oder Jurtencamp-Besitzer hat uns den Feuer persönlich angezündet. Ja, das ist geil.
Wir genießen aber trotzdem den Sonnenuntergang draußen und flüchten dann schließlich in die warme Jurte. Uns bleibt nichts anderes übrig, als schlafen zu gehen und von einem großartigen Sternenhimmel zu träumen. Am nächsten Morgen stehen wir schon vor dem Sonnenaufgang auf, nicht weil wir den Sonnenaufgang beobachten wollten, sondern weil wir vor Kälte nicht mehr schlafen können. Draußen ist alles gefroren und in der Jurte sind es knappe 5 Grad. Der Campingmeister bemerkte, dass wir schon wach waren und bestand darauf, uns nochmal das Feuer anzuzünden. Okay, das war nicht schlecht, denn die Jurte wird schnell warm. Der einfache Blechofen gibt die ganze Wärme ab. Mongolischer Wildkräutertee. Wir machen uns Tee und frühstücken in Ruhe. Der Hund bewachte unsere Jurte, er war schon die ganze Nacht neben ihr und hat die Yaks, die sich unsere Motorräder näherten, vertrieben. Dafür muss er natürlich belohnt werden, aber er mag leider das Weißbrot nicht. Bestimmt kriegt er von den Nomaden nur das feinste Fleisch, vegetarisch passt ihm gar nicht. Einige Jagdkälber besuchen uns. Die Landschaft hat sich geändert und die Tiere auch. Statt Wüste und Kamele, Berge und Yaks. Wir waren die einzigen Gäste auf den Jurtencamp. Die Touristensaison scheint kurz zu sein. Es ist Anfang September und wir frieren jetzt schon. Was wird uns dann später in Sibirien erwarten? Das können wir uns jetzt noch nicht vorstellen. Wir fahren weiter und wollen gleich den Vulkan besuchen, den wir eben erwähnt haben, der gleich hier in der Nähe von Tariat liegt. In der Zwischenzeit fragten wir uns, wovor haben die Mongolen Angst? Vor dem Klimawandel, vor den Chinesen oder dem Weltuntergang? Wir erfahren, dass sie am meisten Angst haben vor den Chinesen und alles, was aus China kommt. Chinesisches Essen kaufen nur Leute, die wenig Geld haben. Die anderen haben Angst, dass das Essen ungesund ist. Und natürlich haben sie Angst, dass die Kultur der Nomaden vergessen und aussterben wird. Das ist leider überall so, wo noch Naturvölker leben. Wir erreichen den Vulkan auf einem ziemlich schlechten Weg. Überall sehen wir Lavafelder. Unten vor dem Berg gibt es einen Parkplatz mit einigen Verkaufsständen. Es sind nicht viele Besucher da. Die letzten Meter müssen wir zu Fuß meistern. Für die Anstrengung, dass wir mit dem Motorradstiefel hochgelaufen sind, werden wir mit einer tollen Aussicht belohnt. Vor uns liegt der Krater und dahinter der mongolischen Horizont. Wir genießen den Blick über die umliegenden Berge und fahren wieder runter an die Hauptstraße. Wir fahren heute bis nach Karkorin. Knapp 300 Kilometer müssen wir heute abspulen. Aber bevor wir richtig starten, müssen wir uns schon unsere traditionelle Kaffeepause machen. Und das geht am besten an einen Fluss oder an einen Schlucht. Der Fluss entspringt aus dem See, den wir gerade besucht haben. Wir genießen einen tollen Ausblick und kosten unseren einfachen Snack, bevor wir uns auf den Weg nach Karkorin machen. Was gibt's? Ein VIP-Pausenplatz. Ja. Mit Blick auf die Schlucht. Und Höhen im Baum. Was Super. gibt's da? Müsli. Naja, Kekse mit Milch. Ist ja fast Müsli. Ganz ähnlich. Der Weg ist lang und die Straße ist top. So lassen wir die Gedanken einfach schweifen und wir stellen uns irgendwann die Frage, wie sehen die Mongolen die Zukunft? Von Klaus erfahren wir, dass sie sehr besorgt wegen China sind, dass diese sie überrennen und besetzen wollen. Und sie machen sich natürlich Sorgen über die Korruption, die sehr verbreitet ist. Über China haben wir auch schon in unseren letzten Videos einige Details erwähnt. Da wir bei Korruption waren, möchten wir noch wissen, über was beschwert sich der Mongole sonst noch? Vielleicht über die Politik oder das Wetter oder sogar über die Nachbarn? Ganz klar über die Politiker, dass sie so korrupt sind, dass sie Geld von den Bergbauunternehmern bekommen, dass sie sich bereichern und das Volk von dem eigentlich reichen Land nichts hat. Und dass die Straßen so schlecht sind, dass die Luft in der Hauptstadt im Winter so schlecht ist und dass sie ihre Krankenhauskosten selbst bezahlen müssen. Was macht dann den Mongolen Spaß oder große Freude, wollen wir wissen. Ganz klar die Familie und mit der Familie feiern. Gerne fahren die Mongolen aufs Land, in Jurtencamps und verbringen das Wochenende mit Familie, essen und trinken. Ganz viel Spaß bereitet den Mongolen die Zeit des Naadam-Festes.
das eigentlich fast einen Monat dauert. Auch fahren die Mongolen andere Familienmitglieder besuchen und dabei werden immer viele Geschenke mitgenommen, die man Wochen davor schon aufgetrieben und vorbereitet hat. Das stärkt den Familienzusammenhalt und bringt natürlich viel Freude. Wir erreichen inzwischen Karkurin, unser Tagesziel für heute. Die Straße hierher war echt gut und wir haben die Kilometer wie im Flug abgespult. Wir finden ein einfaches Gasthaus mit einigen Jurten und nehmen eine. Gleich am Stadtrand von Karkurin findet man die Ruinen von Karakorum, was im Mittelalter kurzzeitig als die Hauptstadt des Mongolischen Reiches gedient hat. Wir wollen das Kloster Erdenezu besuchen, das ebenfalls aus dieser Zeit stammt. Wir finden die Gebäude schön und gut erhalten. Anscheinend kommen sehr viele Touristen hier. Was diese Gebäude einzeln sind oder bedeuten, wissen wir nicht. Bestimmt kann man auch einen Führer buchen. Wir drehen schon mal alle Gebetsmüll, die wir finden, denn Glück brauchen wir bis nach Hause allemal. Am Abend staunen wir noch über den Sonnenuntergang und verkriechen uns in die kalte Jurte, essen wieder ganz einfach und gehen schlafen. Die Nacht war wieder kalt, aber wir bekommen ein mongolisches Frühstück und können dann losdüsen. An diesem Tag wollen wir bis nach Ulaanbaatar fahren. Das wären um die 370 Kilometer, das sollte kein Problem sein. Aber wir treffen zufällig eine rumänische Familie, mit denen wir einige Leckereien essen und den Geburtstag in der Wüste feiern. Die Stunden vergehen wie im Flug und als wir die Hauptstadt endlich erreichen, ist es schon dunkel. Das war eine Katastrophe, denn es war sehr kalt und die Stadt war komplett dicht. Wir vermeiden es normalerweise, im Dunkeln zu fahren und überhaupt vermeiden wir es, in großen Städten spät anzukommen. Naja, so ist es halt, wenn man zwar einen Plan hat, aber es anders kommt. Auf jeden Fall hatten wir ja schon ein Gasthaus im Voraus ausgesucht und kommen dort um 23 Uhr an. Wir bekamen schließlich ein warmes Zimmer und am nächsten Morgen ein super leckeres Frühstück von Koji, dem Besitzer des Gasthauses. Am ersten Tag in Ulaanbaatar, was übrigens Roter Held heißt, machen wir einen Ausflug ins Stadtzentrum und besuchen einige bekannte Orte. In der Hauptstadt der Mongolei lebt die Hälfte der Bevölkerung, etwa 1,5 Millionen Menschen. Das Stadtzentrum unterscheidet sich nicht unbedingt von irgendeiner anderen modernen Stadt auf den ersten Blick. Es gibt große Gebäude, Einkaufszentrum und es wird sehr viel gebaut. Die Stadt wächst ständig. Wenn man genauer hinschaut, sieht man ab und zu eine Jurte oder eine Dschingis-Khan-Statue. Die Vororte sehen aber ganz anders aus. Eine weitere Besonderheit von Ulaanbaatar ist, dass es auf über 1300 Meter Höhe liegt und eine Jahresdurchschnittstemperatur von satten -2 Grad hat. Damit gilt Ulaanbaatar als die kälteste Hauptstadt der Welt. Wir wollen aber nicht nur die Hauptstadt besuchen, sondern uns auch ein bisschen um die Motorräder kümmern. Wir will versuchen, irgendwas mit dem Federbein zu machen und neue Kettensätze brauchen wir auf jeden Fall. Unser Gasthausbesitzer Koji, ein Japaner, ist Mechaniker und hat eine sehr gut sortierte Werkstatt. Wir bauen das Federbein raus, aber viel mehr als es anzuglotzen können wir nicht machen. Wir schweißen 2 Mutter drauf, um die Federvorspannung noch mehr zu erhöhen. Außerdem stellen wir fest, dass es doch nicht ganz kaputt ist und noch ein wenig Dämpfwirkung hat. Außerdem bekommen wir neue Ketten, bauen saubere Luftfilter rein und fertig sind die Mopeds für die knapp 10.000 Kilometer Heimreise. Einen weiteren Tag nutzen wir zum Entspannen, Einkaufen, Postkarten schicken und planen die weitere Reiseroute. Nach einem weiteren leckeren Frühstück bei der mongolisch-japanischen Familie fahren wir endlich weiter Richtung Russland. Wir fragen uns, wie ist es als Ausländer in der Mongolei zu leben? Von Klaus erfahren wir, dass man gut leben kann, wenn man dort gut vernetzt ist, wenn man die Sprache kann und so mit den Mongolen die vielen Feste feiern kann. Dann genießt man auch in der Mongolei ein schönes Leben. Aber man kann es auch schwer haben, wenn man niemanden kennt, die Sprache nicht spricht oder man nicht damit klarkommt, dass es sogar in der Mongolei nationalistische Tendenzen gibt, wo es manche nicht gut finden, dass zum Beispiel ein Ausländer mit einer Mongolin zusammenlebt. Koji, den wir auch gefragt haben, meinte, dass er wegen wirtschaftlichen Aspekten in die Mongolei gezogen ist. In Japan gab es kein Wirtschaftswachstum mehr und seine Arbeit als guter Mechaniker wurde nicht geschätzt. Hier hat er sich als guter Mechaniker einen Namen gemacht und kann gut davon leben. Wir schaffen es am Vormittag relativ schnell aus der Hauptstadt rauszukommen und erreichen die Straße, die nach Russland führt. Die Straße war eine totale Katastrophe.
denn die wird gerade komplett neu gemacht. Einige lange Baustellen mit noch längeren Staubwolken. Wegen dem vielen Wellblech verlieren wir die Nerven und lassen immer mehr Druckluft aus den Reifen, um irgendwie die Fahrt auf der Rüttelpiste angenehmer zu machen. Nicht zu kontrollieren, wie viel noch drin ist, erweist sich als Fehler, denn irgendwann reißt das Ventil von meinem Hinterradschlauch ab. Es war eindeutig zu wenig Luft drin, so bewegt sich der Schlauch innen drin und irgendwann reißt eben das Ventil ab. Dass ich den anderen Schlauch noch nicht repariert habe, war auch wieder nichts, denn jetzt musste ich es am Wegesrand schnell machen. Irgendwie schaffen wir das alles und fahren dann weiter, nachdem wir alle 4 Räder auf den richtigen Luftdruck gebracht haben. Ein paar Stunden haben wir noch Zeit, bevor wir einen Zeltplatz suchen müssen und wollen noch ein bisschen weiterkommen, damit wir morgen Vormittag an der Grenze ankommen. Einige witzige Sachen wollen wir noch über die Mongolei und die Mongolen erzählen. Zum Beispiel, wenn man eingeladen wird, dann bekommt man einen vollen Teller aufgetischt, den muss man aber nicht ganz aufessen, sondern aus Höflichkeit nur kosten. Wenn man aber alles isst, wird nachgelegt und die finden es immer lustig, mehr nachzulegen. Oder, dass die niederen Eingänge bei Jurten deswegen so niedrig sind, dass keine bösen Geister reinkommen, weil die sich nicht bücken können. Das ist natürlich Blödsinn, denn die können wegen der Bauform der Jurte einfach nicht höher sein. Oder, dass man auf die Türschwelle nicht treten darf, denn das bringt Unglück. Auch witzig ist, dass die Männerseite mit allen Werkzeugen links ist und die Frauenseite mit den Kochsachen rechts. Und da ist dann noch die Sache mit dem Fragen nach der Entfernung. Die Mongolen sagen meistens, es ist nicht so weit. Dabei muss man auf den Zeigefinger achten, ob er ausgestreckt oder gebogen ist. Das haben wir schon erwähnt. Hätte uns vielleicht damals geholfen. Das kommt aus der Zeit, als man keine Fahrzeuge hatte. Da wurden die Entfernungen nach Tagen oder Wochen gemessen. Alles von 1 bis 2 Tagen ist eben nicht weit. Das ist bis heute so geblieben, obwohl man heute mit dem Auto viel schneller unterwegs ist. Auch interessant ist die Geschichte zu den Ovos, also diese Steinhaufen, die man 3-mal im Uhrzeigersinn umrunden muss. In der Zeit des Mongolenreiches haben alle Krieger aus einem Ort einen Stein auf den Haufen geworfen und als sie zurückkamen, hat jeder seinen Stein wieder mitgenommen. Die Steine, die liegen geblieben sind, waren Menschen aus dem Ort, die es nicht mehr nach Hause geschafft haben. Eine letzte verrückte Sache noch über die Mongolen. Nämlich die Mongolen waren die einzigen, die Sibirien im Winter überfallen haben. Verrückt, oder? Auf die Idee muss man erstmal kommen. Es ist bereits Abend und wir schauen nach einem Zeltplatz. Wir finden einen guten Platz hinter ein paar Hügeln. Wir essen ganz einfach, bauen das Zelt auf und schlafen. Es ist die letzte Nacht in der Mongolei. Morgen früh werden wir die Grenze nach Russland passieren. Morgen. Heute ist unser letzter Tag in der Mongolei. Die Nacht war ein bisschen unruhig, weil der Wind sehr stark geweht hat und der Wind weht immer noch. Deswegen gab es Kaffee und Frühstück im Zelt. Wir fahren gleich los und wir fahren Richtung Grenze. Hoffentlich schaffen wir schnell über die Grenze und dann sind wir in Sibirien. Was können wir noch als kurzer Fazit über die Mongolei sagen? Uns hat es auf jeden Fall begeistert. Wir haben richtig viele Abenteuer erlebt. Es hat unsere Erwartungen in Bezug auf Motorradabenteuer übertroffen. Wir haben viel gesehen und viel gelernt. Und weil es so spannend für uns war und uns mit so vielen tollen Erinnerungen beschert hat, würden wir sagen, dass wir definitiv wiederkommen werden, denn einige Teile des Landes sind uns noch unbekannt. Außerdem haben wir im Nachhinein viele Tipps von einigen spannenden Gegenden in der Mongolei bekommen, sodass unsere Lust auf Entdecken und Abenteuer wieder gewachsen ist. Also Mongolei, wir werden wiederkommen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Klaus für seine Hilfe. Wir verlinken seine Webseite und seinen YouTube-Kanal mit vielen Videos von seinen Reisen in die Mongolei in der Videobeschreibung. Im nächsten Video geht es um Russland. Ihr erfahrt, wie der Grenzübergang war, welches Wetter uns im sibirischen Herbst erwartet und was uns noch auf der Heimreise so begegnet ist. Es bleibt abenteuerlich. Bis dahin könnt ihr euch gerne auf unserer neuen Webseite umschauen. Den Link
findet ihr in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, kommentiert es fleißig und abonniert den Kanal, um dabei zu bleiben. Danke fürs Schauen und macht's gut. Vor 3 Kilometern ist der Motorrad kaputt gegangen, hier in Sibirien am Baikal.